Auch heute wieder live und in Farbe. Herzlich willkommen auf meinem Kanal aus meinem Studio in München, Zobeltier Finanzkanal. Wunderbar, dass ihr alle wieder mit dabei seid. Macht es euch gemütlich. Heute geht es in einen Real Talk. Wir sprechen über ein FFDE. Was ist das? Ein finanziell fundamental definierendes Ereignis. Und ich habe einfach mal in meiner Familienhistorie, in meiner kleinen Familie zurückgeschaut und überlegt, was war ein besonderes FFDE bei uns in unserer Familie. Und dazu ist mir dann eingefallen, dass also von meiner mütterlichen Seite, meine Mama hatte ein eigenes Ladengeschäft. Und dieses Ladengeschäft hat ungefähr 13, 14 Jahre existiert. Es wurden dort Lederwaren, Accessoires und so weiter, Koffer verkauft, teilweise auch Schuhe. Und es lief mal gut und auch wieder nicht so gut. Also sie war unternehmerisch tätig und das ist jetzt im ersten Moment wunderbar. Ist natürlich fantastisch, sowas zu machen. Und sie ist da ein bisschen so wie die Mutter zum Kinder gekommen, nämlich hat sich das vielleicht gar nicht wirklich selbst ausgesucht damals, aber ja, die Familie musste versorgt werden. Der Vater war woanders und entsprechend hatte sie eine Familie mit 2 Kindern, also meine Schwester und mich dann einfach zu versorgen. Ich trinke mal hier einen Schluck Tee. Und uns ging es auch wirklich gut in der Zeit. Wir hatten immer alles, also ich kann mich nicht zurück erinnern, dass ich bestimmte Sachen nicht haben konnte, weil kein Geld da war. Also wir waren da immer versorgt. Allerdings ist dann dieses Geschäft pleite gegangen und sie musste also Konkurs anmelden, hier die eidesstattliche Versicherung ablegen und war dann, was ich jetzt vielleicht gar nicht mehr ganz genau weiß, mit circa 80.000 Euro, also wenn man es umrechnet, sind es ungefähr 156.000 D-Mark damals gewesen, in den Miesen gestanden. Und das hat ja dazu geführt, dass es eben so von heute auf morgen einfach weniger zur Verfügung gab. Was bei eidesstattliche Versicherung, was wird da gemacht? Man einigt sich mit allen Gläubigern, die es gibt und denen man also Geld schuldet und dann passenderweise sagen die, ja, wir sind einverstanden, wir verzichten auf unsere Forderungen und dann werden diese Verbindlichkeiten erlassen über einen Gerichtsvollzieher und der beruft dann das Ganze ein. Damals waren es, glaube ich, 7 Jahre, die man da gebraucht hat, bis man danach wieder schuldenfrei ist. In der Zeit darf man keine großen Sprünge machen. Also das war zum Beispiel eine definierende Phase, wo man keine großen Anschaffungen machen konnte in der Zeit. Und der andere Punkt war, dass kein weiteres Vermögen dadurch aufgebaut wird, weil Vermögen wurde dann sofort, musste man es bekannt geben. Und wenn irgendwo neue Einkünfte gekommen wären, hätte man das dann an den Gerichtsvollzieher hier mit beiden Händen überreichen müssen, damit eben diese offenen Verbindlichkeiten noch getilgt werden. Ja, so war das damals. Wie hat mich das geprägt? Also ich war da Anfang meiner 20er und war entsprechend ja, unwissend noch, was da alles so passiert ist, hatte auch noch keine Erfahrung mit Finanzen. Mich interessierten Aktien, damals Fonds noch und andere Anlageprodukte in einer gewissen Art und Weise. Und die Börse war da schon immer mein Thema. Und das hat das Ganze nochmal verstärkt, dass ich also noch mehr interessiert war, in Aktien anzulegen. Wie funktioniert es? Wie kann ich mein Kapital dort investieren und arbeiten lassen für mich? Und es hat auch dazu geführt, dass ich sofort, als ich meine Ausbildung dann gemacht hatte, ja, selbst eigenständig finanziell eigenes Einkommen haben wollte und von dem ich dann auch leben wollte und musste damals in der Zeit. Dieses FFDE, dieses finanziell fundamental definierende Ereignis, hatte insofern auf die Familie Auswirkungen, dass es nicht weiter an Vermögen aufgebaut wurde und dass einfach ja da das Thema Schulden, Finanzen wurde hinten angestellt und es wurde dann da nichts weiter gelehrt. Also ich habe mir
das aus anderen Quellen dann selbst erarbeitet und mir dieses Wissen, weil es ja auch nicht in der Schule gelehrt wurde, auch nicht im Studium, natürlich BWL-Grundlagen, ja, bestimmte Systematiken wurden da gelehrt, aber nicht dieses, wie wirtschafte ich im alltäglichen Leben. Und das habe ich mir selbst beigebracht, beziehungsweise eben aus anderen Mentorenquellen zusammengebaut. Ja, was kann man noch sagen? Ein zweiter großer Punkt, den ich dann auch aus dieser Zeit mitgenommen habe, war neben der finanziellen Selbstständigkeit, Eigenständigkeit und Unabhängigkeit eben auch in regelmäßiges Einkommen zu bekommen und wie Zeitungsaustragen und sowas, dass ich dann dort eben mir verschiedene Einkommensströme aufgebaut habe, die dann teilweise auch mal wieder weggefallen sind, aber es kamen wieder andere hinzu und so weiter. Also dieses finanziell Eigenständige ist mir seit dem Anfang 20er, meinen 20er Jahren erhalten geblieben und hat sich bis heute dann bei mir hindurchgezogen. Und was mir auch dann eben über die Jahre und auch aktuell immer ein Herzensanliegen ist, dass Menschen mehr Selbstverantwortung für ihre Finanzen übernehmen und daraus dann auch ihr Handeln definieren und versuchen eben finanziell frei zu werden bzw. eine gewisse Unabhängigkeit zu erreichen. Und das habe ich lange Zeit bei mir selbst auch nicht genau verstanden. Und dieser Tausch von Zeit gegen Geld, diese feste Struktur, dass die aufgebrochen werden kann und dass man aus dieser sogenannten Hamsterrad und Tretmühle da eben herauskommt, indem man sich anders aufstellt. Und das ist mir ein wichtiges Anliegen. Ich habe das für mich selbst auch entdeckt und bin da heißer Fan davon. Ich bin kein Frugalist oder schaue, dass ich bestimmte ideologische Verhaltensweisen hier dahinter stecken, aber ich tracke zum Beispiel täglich meine Ausgaben oder schaue, dass ich meine Ausgaben und Einnahmen einen konsequenten Überblick habe. Ich erstelle in regelmäßigen Abständen eine Vermögensbilanz. Ich habe da auch ein Video dazu gemacht. Schaut einfach mal auf meinen Kanal und schaut euch das Video dazu an. Dann gibt es eben das Interesse an Aktien, Aktienanalysen und Vermögensaufbau durch die Börse und so weiter und so fort. Und das hat mich dann schon auch sehr geprägt durch dieses sogenannte FFDE. So, in diesem Sinne, was waren eure FFDEs? Habt ihr persönlich selbst FFDEs erlebt? Habt ihr in der Familie vielleicht solche FFDEs, die ähnlicherweise finanziell euch geprägt haben, eure Familie geprägt haben? Und wie seid ihr damit umgegangen? Habt ihr dann diese Ereignisse sofort abstellen können und seid auch wieder aus eurem finanziellen Tief herausgekommen? Und ich würde also sagen, schreibt das gerne in die Kommentare unten. Ich würde mich freuen. Und bis zum nächsten Mal und einem nächsten Video auf diesem Kanal. Danke euch. Bis bald. Ciao, ciao.